Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Rote Karte für den inneren Kritiker von Jochen Peichel ist ein wegweisendes Selbsthilfebuch, das sich dem oft unterschätzten Thema des inneren Kritikers annimmt. Jener inneren Stimme, die uns zweifeln und scheitern lässt. In dieser überarbeiteten und erweiterten Neuausgabe nimmt der erfahrene Psychotherapeut die Leser an die Hand, um die destruktive Kraft des inneren Kritikers zu erkennen, ihre Ursprünge zu verstehen und konstruktiv mit ihnen umzugehen. Peichel nutzt fallbasierte Beispiele, leicht verständliche Erklärungen psychologischer Phänomene sowie Übungen zur Selbstreflexion, um eine Brücke zwischen Wissenschaft und Alltag zu schlagen. Er zeigt, wie der innere Kritiker nicht nur belastend, sondern auch ein wertvoller Begleiter auf dem Weg zur persönlichen Entwicklung sein kann, wenn wir lernen, ihn als Verbündeten zu gewinnen. Dieses Buch richtet sich sowohl an Menschen, die immer wieder von Selbstzweifel, Selbstabwertung oder Versagensängsten geplagt werden, als auch an Fachleute, die tiefer in das Konzept des inneren Kritikers eintauchen wollen. Dabei werden nicht nur Theorien erklärt, sondern vor allem praktikable Werkzeuge an die Hand gegeben, um den Wandel von der Selbstsabotage zur Selbstakzeptanz zu begleiten. Jochen Peichel liefert somit einen umfassenden Ratgeber, der tiefgreifende Veränderungen anregen und mehr Lebensfreude ermöglichen kann. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Identifizierung des inneren Kritikers. Ein zentraler Bestandteil des Buches ist die präzise Identifikation des inneren Kritikers und seiner unterschiedlichen Erscheinungsformen. Jochen Peichel zeigt, dass der innere Kritiker oft nicht als klar abgrenzbare Stimme auftritt, sondern sich in vielen Nuancen zeigt. Als Misstrauen, übermäßige Selbstkontrolle, Angst vor Fehlern oder einer generellen Unzufriedenheit mit sich selbst. Detailliert beschreibt Peichel verschiedene Typen des inneren Kritikers, vom Perfektionisten über den übertriebenen Wächter bis hin zum emotionalen Saboteur. Anhand zahlreicher Beispiele wird dem Leser ermöglicht, seinen eigenen Kritiker zu erkennen. Besonders wertvoll sind die von Peichel entwickelten Übungen, mit denen es gelingt, die kritische Instanz in sich selbst differenziert zu beschreiben, wiederkehrende Muster zu erkennen und die ersten Schritte zur Veränderung einzuleiten. Das Verständnis dafür, dass der innere Kritiker oft aus frühkindlichen Prägungen und übernommenen Glaubenssätzen entsteht, bildet die Grundlage für ein tieferes Selbstverständnis. Zweitens. Ursprünge und Funktionen des inneren Kritikers. Im zweiten wichtigen Themenkomplex beleuchtet Peichel die Entstehungsgeschichte des inneren Kritikers. Er führt aus, dass sich diese innere Instanz meist in der frühen Kindheit entwickelt, als Spiegel elterlicher Erwartungen, gesellschaftlicher Normen und auf Basis eigener Erfahrungen von Misserfolg oder Ablehnung. Dies ist von zentraler Bedeutung, weil es einen empathischen Blick auf die eigene Innenwelt fördert. Der Leser erfährt, dass der innere Kritiker in vielen Fällen ursprünglich eine schützende Absicht hatte. Er wollte davor bewahren, Fehler zu machen oder soziale Zurückweisung zu erleben. Peichel macht deutlich, wie aus dem ursprünglichen Schutz jedoch mit der Zeit eine zerstörerische Kraft werden kann, die das persönliche Wachstum hemmt. Anhand psychologischer Modelle wie der Ego-State-Therapie und der Transaktionsanalyse werden die zugrunde liegenden Mechanismen verständlich gemacht, sodass die Leser eine Bewusstheit für die Funktionsweise ihrer Psyche gewinnen und so den Weg für Veränderung ebnen. Drittens. Umgang und Dialog mit dem inneren Kritiker. Im dritten Kapitel liegt der Fokus auf konkreten Handlungsansätzen im Umgang mit dem inneren Kritiker. Hier zeigt Jochen Peichel, dass es nicht darum geht, den inneren Kritiker zu verdrängen oder zu bekämpfen, sondern in einen Dialog zu treten und eine neue, konstruktivere Beziehung zu ihm zu entwickeln. Praktische Übungen, wie das Führen eines inneren Dialogs, das Schreiben von Briefen an den Kritiker oder Rollenspiele, ermöglichen es dem Leser, Distanz zu gewinnen und dem Kritiker neue Aufgaben zuzuweisen. Besonders wertvoll ist die Darstellung, wie unser kritisches Selbstbild allmählich durch alternative Perspektiven aufgebrochen werden kann und wie die Integration des Kritikers zu mehr Selbstmitgefühl und Selbstakzeptanz führt. Die Methoden sind alltagsnah und können sowohl einzeln als auch mit therapeutischer Unterstützung angewendet werden.
So verwandelt sich der ewige Miesmacher Schritt für Schritt in einen hilfreichen Begleiter. 4. Selbstakzeptanz und innere Ressourcen stärken. Ein weiteres zentrales Thema ist der Aufbau von Selbstakzeptanz und das Stärken innerer Ressourcen. Peichel erläutert, dass das Ziel nicht in der völligen Verstummung des inneren Kritikers besteht, sondern in einem liebevollen Umgang mit der eigenen Unvollkommenheit. Mit Ansätzen aus der Achtsamkeitsforschung, der Selbstmitgefühlstherapie und modernen psychotherapeutischen Techniken werden Methoden vermittelt, die dem Leser helfen, sich selbst wohlwollender zu begegnen. Die Förderung des inneren Erwachsenen, der Verantwortung und Fürsorge für die eigenen inneren Anteile übernimmt, ist entscheidend, um sich unabhängig von den alten negativen Stimmen weiterzuentwickeln. Dies fördert Resilienz, mentale Gesundheit und die Fähigkeit, auch in schwierigen Situationen selbstfürsorglich zu handeln. Schließlich Integration des Kritikers als Verbündeter. Die abschließende zentrale Botschaft des Buches ist die Möglichkeit, den inneren Kritiker in einen Verbündeten zu verwandeln. Peichel ermutigt dazu, die positive Absicht hinter kritischen Gedanken zu erkennen und produktive Anteile des Kritikers für die persönliche Entwicklung zu aktivieren. Wenn wir lernen, zwischen destruktiver und konstruktiver Kritik zu unterscheiden und uns mit den wohlmeinenden, warnenden Anteilen zu verbünden, verwandelt sich der innere Gegner in einen Ratgeber, der zur Selbstreflexion und Wachstum beiträgt. Die Integration erfolgt durch Wertschätzung für frühere Schutzfunktionen, aktive Umgestaltung von Denkmustern und regelmäßiges Üben neuer Selbstgespräche. Damit steht am Ende des Buches ein reales Potenzial für mehr Lebensfreude, Selbstbewusstsein und Gelassenheit. Zusammenfassend: Rote Karte für den inneren Kritiker ist ein tiefgründiger und praxisnaher Leitfaden für alle, die ihre innere Selbstsabotage beenden und ein Leben mit mehr Selbstakzeptanz, Resilienz und Freude führen möchten. Besonders profitieren Menschen, die unter Selbstzweifeln, Perfektionismus oder Versagensangst leiden, aber auch Therapeuten und Coaches finden innovative Ansätze für die Arbeit mit ihren Klienten. Jochen Peichel gelingt es, komplexe psychologische Prozesse verständlich zu machen und mit effektiven Übungen zu flankieren, die auch ohne Vorkenntnisse leicht umsetzbar sind. Das Buch hebt sich dadurch von anderen Werken zum Thema ab, dass es den inneren Kritiker nicht als Feind betrachtet, sondern einen Weg aufzeigt, die positiven Aspekte dieser inneren Stimme zu erkennen und zu integrieren. Der Fokus auf Selbstmitgefühl und die differenzierte Beschreibung innerer Anteile machen es zu einer wertvollen Ressource für persönliches Wachstum. Wer sich weiterentwickeln, emotionale Blockaden überwinden und mehr Lebensfreude gewinnen will, wird hier nicht nur theoretisches Wissen, sondern vor allem konkrete Strategien für den Alltag finden. Damit lohnt es sich, dieses Buch den zahlreichen anderen Ratgebern zum Thema Selbstkritik und Selbstwert vorzuziehen, weil es nicht verurteilt, sondern Klarheit, Mitgefühl und praktische Hilfe bietet. Wenn Sie unterstützen möchten, Jochen Peichel, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.